Hallo, in diesem Video möchte ich auf weitere Performance-Optimierungen im Bereich des Features eingehen. Und zwar geht es darum, wenn ich hier einfach mal ein 3D-Teil einfüge, dann geht es darum, wenn ich hier mit allgemeinen Solid-Teilen arbeite, dann ist es natürlich sehr hilfreich, wenn ich so wenige wie möglich an Feature-Schritten erzeuge. In diesem Fall habe ich hier nur einen Feature-Schritt. Ich kann jedoch hier zum Beispiel eine Rundung machen und hier diese weiteren Rundungen jeweils einzeln erzeugen. Das heißt, ich habe hier in diesem Beispiel einen Quader mit 4 Feature-Schritten erzeugt. Es kann jedoch vorkommen, dass man nur so auf diese Teile kommt. Jedoch muss man sich dessen bewusst sein, dass je mehr Feature-Schritte in einer Konstruktion oder an einem Teil vorhanden sind, die Dauer der Neuberechnung nach oben geht. Das heißt, wenn ich hier in diesem Fall einen Quader nochmal zeichnen würde und in diesem Fall die Rundung in einem Feature-Schritt verpacke, dann ist dies im Gegensatz zum ersten Beispiel wesentlich performanter. Sie müssen sich vorstellen, dass die HiCAD-Datei im Grunde genommen wie eine ZIP-Datei funktioniert. Das heißt, dass unterschiedlichste Teilbereiche der Konstruktion in unterschiedlichsten Dateien abgespeichert werden und diese dann zum Schluss als sogenannte SZA gezippt wird. Ein sehr großer Teil dieser ZIP-Datei ist dieser Bereich der sogenannten Feature-Daten. Das heißt, der größte Teil der Datei enthält diese Feature-Daten. Deswegen ist es hier in diesem Fall auch so extrem wichtig, dass ein Virusprogramm das HiCAD ausnimmt. Im Grunde genommen können Sie sich das so vorstellen, wenn Sie speichern und das Virusprogramm während des Speichervorgangs eingreift, dann wird beim Schreiben der Datei und im Grunde genommen bei der größten Datei das Virusprogramm eingreifen und in diesem Fall könnte hier zum Beispiel das Feature-Protokoll beschädigt werden. Ich möchte Ihnen jetzt aber im Grunde genommen noch die beste Variante zeigen. Das heißt, in diesem Fall habe ich hier 5 Feature-Schritte, in diesem Fall 2 Feature-Schritte und im Grunde genommen der beste Fall, wenn ich hier in diesem Fall performant arbeiten möchte, dann würde ich versuchen, alles in einen Feature-Schritt zu verpacken. In diesem Fall gebe ich hier 4 mm an. Mit der rechten Maustaste sage ich die ganze Konstruktion oder die ganze Skizze. Sage in diesem Fall hier ein Translationsteil und gebe hier in diesem Fall die Endhöhe an. Sie müssen sich vorstellen, in diesem Fall habe ich hier nur ein Feature bzw. einen Feature-Schritt drinnen. In diesem Fall wären es 2 und hier wären es 5. Das heißt, je weniger Feature-Schritte vorhanden, umso schneller kann HiCAD die Berechnung durchführen. Es ist auch so, natürlich, wenn ich hier nur eine kleine Konstruktion mit wenigen Features habe, dann ist dies
komplett irrelevant und auch zu vernachlässigen. Wenn ich jedoch riesige Konstruktionen habe mit mehreren tausend oder hunderttausenden Teilen, dann sollte man sehr wohl auf diese Punkte extrem Acht geben.